Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Taxonomien und Anforderungsdimensionen in OJVs, eine psychologische Perspektive. Mein Name ist Matthias Ziegler und diesen Vortrag habe ich zum ersten Mal gehalten auf dem OJV-Forum im Ende November. Leider hat da die Aufnahme nicht geklappt, deswegen halte ich den Vortrag heute noch einmal und freue mich, dass Sie ihn sich jetzt anschauen. Worüber möchte ich heute mit Ihnen reden? Es geht ja im Prinzip darum, wie kann man versuchen, aus solchen Online-Stellenanzeigen eine Taxonomie der gesuchten Kompetenzen zu machen. Und ich möchte das aus psychologischer Perspektive beleuchten. Und da habe ich folgende Themen zusammengestellt. Zunächst schauen wir einmal, wie kommen wir in der Psychologie typischerweise von einer Theorie zu einer Operationalisierung, also einer Messung. Wie gehen wir da vor? Und dann möchte ich das versuchen, auf OJVs zu übertragen. Gucken wir uns ein Beispiel dazu an, wie wir in der Psychologie dabei vorgehen. Ein ganz prominentes Beispiel ist in der Persönlichkeitspsychologie die Idee, und da haben wir schon eine erste Analogie, die Idee war hier in der Sedimentationshypothese, dass wenn es wirklich übergreifende Eigenschaften gibt, die mehrere Menschen haben und die wir tatsächlich nutzen, um Persönlichkeit zu beschreiben und zu interpretieren, dann muss sich das in der Sprache niederschlagen. Und Allport und Oddbird, aber auch Klages oder Galt und noch früher hatten diese Idee und haben gesagt, dann schauen wir doch einfach mal im Wörterbuch nach Begriffen, Adjektiven, die genutzt werden können, um Menschen zu beschreiben. Und diese Adjektivlisten, die nutzen wir dann, um tatsächlich Menschen sich gegenseitig oder einander oder sich selbst beschreiben zu lassen und nutzen dann statistische Verfahren, um herauszufinden, ob es darunter eine Taxonomie gibt. Dieses Vorgehen war sehr erfolgreich. Wir haben in der Persönlichkeitspsychologie die sogenannten Big Five gefunden. Das sind nicht wie die Big Five aus Afrika, die Sie vielleicht kennen, sondern es ist emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Offenheit für Neues. Und da haben wir mittlerweile eine Unzahl von Fragebögen, eine hohe Zahl, die das messbar machen. Wichtig ist hier immer, dass man darauf guckt, was sind denn die beschreibenden und vor allen Dingen unterschiedserklärenden Merkmale und wie lassen sich diese zusammenfassen. Und wenn man das hat und operationalisiert, kann man daraus Messwerte generieren, die reliabel und valide sind, also genau und tatsächlich als das interpretiert werden können, was sie vorgeben zu sein. Das war jetzt ein Beispiel. Schauen wir auf andere Methoden, die in der Psychologie genutzt werden, um Taxonomien zu finden. Und wir unterscheiden hier grob zwei Klassen, sogenannte Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Ein Bottom-up-Verfahren wäre im Prinzip die Idee, dass man aus Daten heraus versucht, praktisch Muster zu finden, wohingegen die Top-down-Methoden eher sagen, wir nutzen Expertenwissen oder vorhandene Theorien, um daraus eine Taxonomie abzuleiten. Oft finden wir auch Kombinationen von beiden. Beides sind sehr, sehr erfolgreiche Ansätze und in der Psychologie weit verbreitet. Schauen wir auf ein eigenes Beispiel. Wir beschäftigen uns in der psychologischen Diagnostik ja auch damit, wie man Personal auswählen kann. Und laut ISO 10667 oder DIN 33430 ist der erste Schritt ein evidenzbasiertes Anforderungsprofil. Das stellt viele Unternehmen bereits vor eine Herausforderung, weil sie entweder nicht das Know-how oder das Personal haben, das umzusetzen. Und wir haben dann überlegt, kann man denn das automatisieren? Und die Überlegung war einfach, große Datenbanken zu finden, die Informationen über Berufe enthalten, um diese dann eben, genau wie eben beschrieben, zu clustern. Und wir haben uns hier das ONET vorgenommen, Occupational Network. Hier sind 197 Anforderungen hinterlegt für ungefähr 1000 Berufe. Und zwar wird jeweils gesagt, wie wichtig ist das im Beruf und auf welche Ausprägung muss man das haben. Diese Daten sind Open Source, man kann sich das also herunterziehen. Wir haben das faktorenanalytisch dann geclustert und haben tatsächlich 22 Kompetenzbereiche gefunden, die sich auf die Grade 8, also eine Taxonomie beruflicher Kompetenzen oder auf die wie eben gesehenen Big Five auch aufteilen lassen. Das ist also eine Mischung aus Bottom-up, erstmal die Cluster finden und Top-down, diese dann in theoretische existierende Gebilde einzuordnen. Das Ganze steht zur Verfügung und man kann jetzt im Prinzip durch das Eingeben eines Jobtitels direkt ein Anforderungsprofil generieren. Übertragen wir das mal auf unsere Online-Stellenanzeigen. Wie könnte man das jetzt prinzipiell machen? Wir haben hier einen riesen Korpus an Anzeigen, die unterschiedliche Informationen beinhalten. Und ähnlich wie wir das bei den Big Five gemacht haben oder auch bei unseren Anforderungsprofilen, könnte man hier korrelationsanalytische Methoden benutzen, um Cluster zu finden. Dazu müsste man zunächst erstmal diese Stellenanzeigen mit Text-Mining-Verfahren auseinandernehmen und die Information, die da enthalten ist, im Prinzip in Datenmatrizen überführen.
Problem ist immer, man braucht bestimmte Keywords, Schlüsselwörter. Was könnte das sein? Die Berufsbezeichnung, die KLDBs, ist es die schiere Anzahl, wie oft Worte vorkommen? Das sind Probleme, die geklärt werden müssten, aber prinzipiell wäre das möglich. Macht man das allerdings dann über unterschiedliche Berufe hinweg, dann findet man wahrscheinlich eher transversale Kompetenzen. Macht man das innerhalb von den Berufen, dann wahrscheinlich tatsächlich berufsspezifische Profile. Aber das sind im Prinzip Möglichkeiten, bottom-up hier zu Taxonomien zu kommen, die OJVs nutzen. Was wäre eine Top-Down-Methode? Man könnte Expertinnen des Arbeitsmarktes befragen nach typischen Merkmalen, Handlungsfeldern, was auch immer von Berufen und könnte dann Algorithmen trainieren, dies in den Online-Stellenanzeigen zu finden und so diese Daten auszuwerten und weiteren Analysen zugänglich zu machen. Zum Beispiel zu schauen, kann man das zu Kategorien oder Profilen zusammenführen. Ganz wichtig ist, wenn man das macht, egal ob Top-Down oder Bottom-Up, wir verwenden ja dann Machine Learning-basierte Algorithmen. Und hier ist immer ganz wichtig zu sagen, ja, das ist eine tolle neue Welt, aber aus psychologischer oder psychometrischer Perspektive müssen wir an diese Algorithmen dennoch bestimmte Anforderungen stellen. Da wäre zum einen, dass die Ergebnisse dieser Messungen, also wenn ein Algorithmus zum Beispiel über Stellenanzeigen geht und sagt, ist da ein Handlungsfeld enthalten oder nicht, dann müssen diese Messungen genau sein. Wir sagen auch reliabel. Das ist im Prinzip eine Eigenschaft des Algorithmus. Hier ist das Machine Learning, glaube ich, relativ weit in den Bestrebungen, reliable Algorithmen zu generieren. Ein offeneres Problem ist die Frage der Validität. Also wenn ein Algorithmus sagt, hier ist eine 1, also Handlungsfeld vorhanden versus 0 ist nicht vorhanden, kann ich diese Messung, kann ich diese 1 tatsächlich im Sinne des Handlungsfeldes interpretieren. Und da gibt es verschiedene Validitätsevidenzen, zum Beispiel konvergent, also das müsste mit Messungen anderer Algorithmen, die die gleiche Sache messen sollen, konvergieren. Oder wenn wir Modelle entwickeln, dann sollten da Konvergenzen mit existierenden Modellen vorhanden sein. Die Algorithmen müssten diskriminante Validität haben. Das heißt, es muss möglich sein, unterschiedliche Handlungsfelder wirklich auch zu identifizieren und nicht einfach dann eine große Wolke von Einsen zu produzieren. Und schließlich muss es kriteriumsvalide sein. Das muss also irgendwas vorhersagen. Man könnte sich hier auch eine umgedrehte Reihenfolge vorstellen, dass man sagt, wir sagen, hier ist ein bestimmter Beruf und nutzen dann die vorhandenen Algorithmen, um zu sagen, was müsste eigentlich in so einer OJV dann stehen und prüfen, ob das der Fall ist. Was habe ich versucht, in diesem kurzen Vortrag zu transportieren? Dass es Bottom-up und Top-down-Verfahren gibt, um Taxonomien zu entwickeln, also datenbasiert und expertisebasiert. Die ergänzen sich oft, informieren sich gegebenenfalls gegenseitig. Wir haben hier einige Beispiele gesehen. Neben der reinen Analysequalität, also dieser Schlagwort Accuracy, sollte die Gültigkeit der Interpretation, also die Validität, unbedingt berücksichtigt und betrachtet werden. Und das gesagt haben, bin ich überzeugt, dass moderne Text-Mining-Verfahren spannende Ansätze sein können, um tatsächlich die Bottom-up-Methode zu nutzen, um aus OJVs bestimmte Taxonomien herauslesen zu können. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Vortrag haben, scheuen Sie nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.